Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich möchte dir heute das Benediktinerstift St. Paul zeigen hier in Kärnten und dir ein wenig die Geschichte davon erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's. Hoch über den Lavantal auf einer felsigen Kuppe thront seit fast 1000 Jahren ein Ort voller Geschichte. Das Stift St. Paul. Das Kloster zählt zu einer der ältesten und bedeutendsten Benediktinerklöster. Bevor das Stift entstand, lag auf dieser markanten Felskuppe eine lange Geschichte. Historiker vermuten, dass hier bereits in vorantiker Zeit eine illyrische Befestigung bestand. Später folgte wohl ein römisches Kastell. Im Mittelalter schließlich errichteten die Herren der Region dort die Burg Lavant. Auf dem Burgenareal befand sich bereits eine der heiligen Ägidus geweihte Kirche. Laut Überlieferung standen ihr Pfarrrechte, verliehen durch den Salzburger Erzbischof Hartwig. Mitte des 11. Jahrhunderts lebte auf der Burg Lavant die Gräfin von Lavant. Sie stammte aus dem Adelsgeschlecht der Sigardiner und war mit dem Grafen Siegfried von Spanheim verheiratet. Um das Jahr 1065 ließ Siegfried kurz vor seiner Wallfahrt nach Jerusalem eine neue Kirche zu Ehren des Apostel Paulus errichten. Nach seinem Tod und späteren Ableben seiner Frau wurden beide in dieser Kirche beigesetzt. Sein Sohn Graf Engelbert I. von Spanheim entschied sich, aus der Kirche ein Kloster zu gründen. Am 1. Mai 1091 erfolgte offiziell die Gründung. Engelbert stiftete den Hof St. Paul, dem Ort darunter und umfangreiche Güter im unteren Lavantal, der Steiermark und im Friaul, dem neuen Kloster. Vom schwäbischen Kloster Hirsau kamen 12 Mönche unter Führung des ersten Abtes Wenzelin nach St. Paul, unterstützt durch das Hirsauer Kloster und durch Engelberts Bruder, den Erzbischof Hartwig von Spanheim. Bekam das Kloster Liturgiebücher und Ressourcen für Seelsorge und klösterliches Leben. Schon bald entstand ein Skriptorium. Unter dem dritten Abt Wernher von St. Paul entstand eine Gelehrtenschule. Das Kloster entwickelte sich zu einem bedeutenden geistlichen und kulturellen Zentrum Kärntens. (1099) stellte Papst Urban II. Dem Kloster besondere Schutzprivilegien aus. St. Paul wurde unter päpstlichen Schutz gestellt, um eine Eigenklosterherrschaft der Spanheimer zu verhindern. Die Spanheimer blieben zwar Vogtherren, doch die Mönche erhielten Mitspracherecht bei der Wahl des Vogts. Die Besitzungen durften nicht als Lehen vergeben werden.
1140 erneuerte Papst Innozenz II. Den Schutz und verlieh dem Kloster das Präsentationsrecht für Pfarreien sowie das Exhumationsprivileg, das bedeutet, St. Paul war direkt dem Papst unterstellt, nicht Bischöfen oder lokaler Landesmacht. Durch Schenkungen und Käufe wuchs der Besitz. Das Kloster wurde bald zum einflussreichsten und mächtigsten Stift Kärntens. Doch ab dem 14. Jahrhundert verschlechterte sich die Lage. Um das Kloster herum waren 2 Burgen errichtet worden: Rabenstein und Loschtal, zum Schutz des Stiftes. Allerdings führten die dort stationierten Ministerialien der Schwanheimer und später wechselnden Lehnsnehmer immer wieder zu heftigen Konflikten mit dem Stift. Zwischen 1312 und 1426 gelang es St. Paul, die Umgebung um den Stiftshügel zu seinem Besitz zu zählen. Doch der Weg war lang und geprägt von Auseinandersetzungen. (1367) wütete ein verheerender Brand. Teile der Klosteranlage, darunter die Decken und Türme der Basilika, gingen verloren. Die Schäden waren zwar wieder behoben, aber solche Ereignisse waren nur Vorboten einer schwierigen Zeit. Im 15. und 16. Jahrhundert folgten weitere Krisen: Plünderungen, Einfälle feindlicher Truppen. 1476 rückten türkische Truppen ins Labantal vor. 1480 belagerte der ungarische König Matthias Corvinus die Abtei. Die Reformationszeit traf St. Paul hart. Teile Kärntens wurden protestantisch. Und 2 Äbte, Thomas Moore und Andreas Schaffer, bekannten sich offen zur Lehre Luthers. Das klösterliche Leben geriet ins Wanken. Unter Abt Vinzenz Lechner erreichte der Verfall seinen Tiefpunkt. Misswirtschaft, Machtmissbrauch und Verlust an geistlicher und wirtschaftlicher Stabilität führten dazu, dass das Kloster fast aufgegeben war und von wenigen Mönchen bewohnt war. Der Wendepunkt kam mit Abt Hieronymus Markstaller, der als zweiter Gründer des Klosters gilt. Unter ihm begann der Wiederaufbau der verfallenen Anlage, in Anlehnung an das spanische Escorial, und das Kloster erlebte eine neue Blüte. Unter den Pröpsten Paul Memminger, Philipp Rothäusler
und Albert Reichert wurde der Ausbau der Anlage im 17. Jahrhundert konsequent fortgeführt, wobei insbesondere der Westflügel mit Kunstsammlung und Bibliothek zwischen 1653 und 1683 fertiggestellt wurde. Die romanische Basilika, das Herz des Klosters, blieb erhalten und wurde in das neue Klosterensemble integriert. So entstand das heutige Erscheinungsbild des Stiftes. Eine Kombination aus mittelalterlicher Sakralarchitektur und barocker Klosteranlage. Im Zuge der Reformen des Kaisers Joseph II. Wurde das Stift 1782 bis 1787 aufgehoben, wie viele Klöster seiner Zeit. Der Besitz verstaatlicht, die medizinisch-sozialen und kirchlichen Strukturen aufgelöst. Doch schon 1809 kam es zur Wiederbesiedlung. Mönche aus dem säkularisierten Kloster St. Blasien im Schwarzwald zogen nach St. Paul. Am Abend des 15. April 1809 wurde der Fürstabt Berthold Rottler und 40 Mönche feierlich empfangen. Bereits im selben Jahr wurde das heutige Stiftsgymnasium gegründet, 1812 neue Statuten erlassen und 1817 ein Konvikt eröffnet. (1940) wurde das Stift durch die Nationalsozialisten erneut aufgelöst. Das Kloster wurde enteignet und das Schulgebäude zur NS-Eliteschule Nabola umfunktioniert. Nach Kriegsende kehrte 1947 die Mönche zurück. Abt Dr. Paulus Matthias Schneider wurde gewählt. Unter seiner Leitung erlebte das Stift einen kulturellen und spirituellen Neuanfang. 1979 folgte Abt Bruno Rader, der das Stift als geistiges und kulturelles Zentrum weiter ausbaute. (1991) zum 900-jährigen Gründungsjubiläum fand die erste Kärntner Landesausstellung statt. Ein klares Zeichen. Das Stift St. Paul war zurück, als lebendiger Ort von Religion, Kultur und Bildung.
Heute gilt das Stift St. Paul im Lavantal als das älteste aktive Kloster Kärntens. Es beherbergt eine der umfangreichsten Kunst- und Büchersammlungen Europas. Mit 100.000 Bänden, alter Handschriften, Gemälden und Kunstwerk. Es wird zu Recht als die Schatzkammer Kärntens bezeichnet. Vom antiken Kastell über Burgen und mittelalterlichen Kloster bis hin zu Krisen, Reformen, Zerstörung und Wiederaufbau. Das Stift St. Paul im Lavantal hat alles erlebt, doch es steht noch immer, als Zeuge einer wechselvollen Geschichte und als lebendiges Zentrum für Kultur, Glauben und Gemeinschaft. Ja, das war das Video und die Geschichte von dem Benediktinerstift St. Paul hier in Kärnten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, somit verpasst du keine weiteren geschichtlichen Videos mehr von mir. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und Pfiat.